Hey, herzlich willkommen bei der neuen Segeltour von Disaster Tours. Dieses Mal geht es in Richtung der Nordsee und wir wollen Helgoland und Sylt erreichen. Los geht es aus der guten Stadt Hamburg, wo wir uns eine Crew zusammenstellen und uns gemeinsam auf die Reise begeben. Tatsächlich muss ich das erste Crewmitglied erstmal vom Flughafen abholen. Hello, what's up, bro? Yeah. Nice to meet you. Yeah, awesome. I didn't see you from there, like I was there. Yeah, I'm here in the just jumping, waving like an idiot, like, hey Ricardo, can you see me? And you were just here. You didn't see me, like, what the fuck, bro? That's the VIP yeah, we should go, we should go, it's better. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg. Und zwar machen wir jetzt die zweite Segeltour das Jahr. Da vorne ist die Katwichbrücke vor uns. Und dann fahren wir gleich da durch. Am Start sind diesmal Leon. Das ist mein bester Kumpel aus der Heimat. Mauro. So ein Schweizer, der hier gerne mal mitfahren möchte. Und der ist Einsatztaucher. Was kannst du sonst noch zu ihr sagen? Ja, schön hier, ne? Zu dir, nicht zu dem Ort. Was kannst du noch über dich sagen, Leon? Mir fehlt das Bier. Ah, das war aber mäßig. Mäßige Beschreibung. Ganz schwierige Sache auf der See. Ganz schlimm. Okay, und dann gehen wir jetzt zu der dritten Person. Mich müsste man ja schon aus den anderen Videos kennen. So, wer ist Daniel? What's up? What can you tell about yourself? Like, I'm from Slovakia. I'm... One more time, Ricardo. One more time, one more time. Jetzt im Nachhinein habe ich gesehen, dass er sich später auch nochmal vorgestellt hat. Okay, welcome. Guten Morgen. Hello everyone, I'm Daniel. I'm personal chef on this boat behind me. I hope you can see it. It's a red devil. It's our boat and I'm Ricardo's friend. I will be their chef for the next 7 or 6 days. I'm chef because I don't know so much about the sailing. It's my first sailing trip ever with Ricardo. I met him on Canary Islands. There we met I went there for Erasmus, like Erasmus student. I'm ready. Ready for takeoff. Ja, und deswegen kann er auch kein Deutsch sprechen, aber ich werde es versuchen. Alles gut, mit ja. Subtitles Alles gut, ja. Ich werde es versuchen, mit Untertitel halt zu kompensieren. Davor müssen wir aber noch einige Vorbereitungen am Rig vornehmen. So, my name is Danny and I'm starting the recording those guys. Like, this is not our guys, those guys are not our guys, but this is our ship. Ricardo saying something in German, I really don't understand. I don't have any fucking idea what he's talking about, but we are here. Bienvenidos a todos. Was Daniel nicht verstanden hat: Beim Vorbereiten der Segel ist uns aufgefallen, dass wir das Pisanenfall schlecht eingezogen hatten und es sich somit gar nicht richtig setzen lässt. Also am besten ändern wir das Ganze noch vor dem Losfahren, denn in diesem Hafen schaukelt es noch nicht so stark. Venga, Ricky. Vorne ist tatsächlich auch deutlich sicherer. Wir fahren wieder zum City-Sporthafen von Hamburg und von dort aus geht es morgen weiter. Müssen wir rein, ja? Ja. Jetzt sind wir endlich in Hamburg angekommen, also beziehungsweise wir waren ja auch schon vorher in Hamburg. Jetzt sind wir immerhin im City-Stadthafen angekommen und zwar haben uns jetzt noch andere Gäste erreicht. Kannst du dich mal bitte halten wie Titanic? Jetzt grillen wir noch eine Runde
Danach trinken wir wahrscheinlich noch was und dann geht's morgen weiter. Ja, Mann. Hey, das ist gut. Ich finde es geil. Ich finde es geil. Climax of the young sailor. Okay guys, I'm here again. I'm trying to do some stupid shit now. God is sleeping, so we're out. I try to keep the camera like this. It's so awesome. So this is our ship. And it's morning, it's Monday morning around 8, I would say. Yeah, it's 8. No, it's not 8, it's 9. Sorry, my English is also very bad, but I'm trying my best. So the porting time is 11:30 or 10:30, I'm not sure. So I woke up earlier before the guys. Now I'm going to cook something for them. Then we can start our trip. Right. Nachdem wir uns gestern ein bisschen reingekippt haben, sind wir jetzt aus Hamburg losgefahren und auf dem Weg nach Cuxhaven. Leon ist gerade unser Steuermann. Vorhin hat er sich ein bisschen ins Hemd gemacht, wo das Boot schräg stand, aber das wird, denke ich mal, noch besser. Wir gewöhnen ihn langsam dran und dann wird das auf jeden Fall klar gehen. Gerade sind wir, wir machen ein bisschen wenig Geschwindigkeit gerade. Mit der Strömung haben wir jetzt gerade 4,7 Knoten, das ist ein bisschen wenig. Aber wir sehen zu, dass wir rechtzeitig ankommen, um nicht die Strömung von vorne zu kriegen. Aber wahrscheinlich müssen wir nachher ein bisschen Gegenströmung am Motor. Da kommen wir, glaube ich, nicht dran vorbei. Mauro hält die ganze Zeit gut Ausguck. Hallo. Ja. Nennt man das noch bei U-Boot fahren? Da gab es auch noch einen Spezialbegriff für. Unter dem Radar. Keine Ahnung. So, ansonsten gehen wir jetzt gleich noch mal kurz runter und dann zeige ich euch mal, welchen Kurs wir diesmal fahren. Leider hat keiner mehr Geburtstag, das ist ja noch vom letzten Mal, wo Mohammed Geburtstag hatte. Die kleine Geburtstagskarte, die wir gefertigt hatten, die habe ich jetzt hier irgendwie wiedergefunden. Jedenfalls, wir sind hier vorhin losgefahren von dem Sporthafen Hamburg. City Sporthafen nennt er sich. Einmal mal weitergefahren, bis wir jetzt. Also hören die Bojen irgendwann wieder auf? Die Bojen hören auf. Ja, ich sehe keine rote Bojen mehr. Die hören eigentlich nicht auf. Sollten nicht aufhören. Jedenfalls hier sind wir wieder vorbeigefahren und haben auch diese Ausfahrt auf jeden Fall nicht genommen, weil es da immer noch ganz schön flach ist. Das muss man sich ja nicht antun. Nicht Angeln heißt das. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon in Schleswig-Holstein. Was ist das hier? Beibenfeld? Ich glaube, so weit sind wir noch gar nicht. Da müssten wir mal anderweitig eigentlich bei NV-Charts gucken. Das mit NV-Charts ist auch eine Scheiße, ne? Also, ich habe ja etwas ältere Karten auf NV-Charts, die kann man jetzt in der App nicht mehr benutzen. Das ist schon ein bisschen assi. Aber gut, mal gucken, was man da machen kann. Jedenfalls wollen wir im Endeffekt... Hier ist er ja. Hier nach Cuxhaven wieder fahren, bis wir in dem Yachthafen hier einfahren können und dann hier irgendwo anlegen können. Da haben wir das erste Mal schon gelegen. Das ist eigentlich ein ganz guter Hafen. Die Schwierigkeit ist bloß, dass wenn wir jetzt von hier irgendwo kommen, dass wir frühzeitig auf jeden Fall die Position ändern müssen, damit wir hier in den Hafen reinkommen. Wahrscheinlich wird dann die Strömung aus dieser Richtung kommen, was uns dann natürlich ein bisschen stören wird. Aber gut, da kommen wir, denke ich mal, dran vorbei. Bei Cuxhaven ist ja auch immer die Strömung generell ziemlich stark, also müssen wir überhaupt schauen, ob das irgendwie möglich ist, da zu fahren. Andererseits, wenn die viel zu heftig ist, müssen wir wahrscheinlich hier mal einen Anker schmeißen. Da ist ja eine Rede. Das heißt, wir dürfen dort ankern, bis wir dann irgendwann rüberfahren können. Das wäre natürlich aber auch traurig, ne? Ist man schon nicht so weit vom Weg entfernt. Dann muss das ja eigentlich möglich sein, irgendwie rüberzukommen. So, ich weiß nicht, was da draußen jetzt gerade passiert. Scheint da auf jeden Fall ganz schön laut zu sein. Irgendwas ändern die an den Segel.
Und dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir gleich die Maschine starten müssen, weil gerade sind wir einfach zu langsam. Aber gut, da kommen wir denn nicht dran vorbei. Hier seht ihr übrigens gerade, wie ich das Großsegel setze. Dafür gibt es auch eine Rollvorrichtung vor dem Mast, was das Reffen natürlich kinderleicht macht, vorausgesetzt das Segel erfährt keinen Druck. Dann ist das halt bockschwer. Die Winch ist leider auch nur noch eine kleine Hilfe. Die könnte mal eine Überarbeitung gebrauchen, aber immerhin funktioniert das Ganze. Sonst kommen wir auch ganz gut voran, mit der Ausnahme, dass der Motor hin und wieder mitlaufen muss, um unsere Geschwindigkeit aufzustocken. Sonst gibt es nachher Gegenströmung. Bisher hat der Motor auch ganz gut funktioniert, bis auf kurze Zeit, nachdem wir mit hoher Geschwindigkeit über riesige Wellen eines Containerschiffs gefahren sind. Da gab es dann kurz Drehzahlverlust. Wenn ihr jetzt schon eine Idee habt, woran das liegen könnte, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Ich trinke zu viel rum. Er bangt um meine Leber, appelliert an die Vernunft, falsche Richtung. Das Wasser zum Trinken gedacht, hätte Gott den Ozean nicht salzig gemacht. Ich bin blau wie das Meer, Feuer und Saladeraum, breit so wie die Asche von den Weibern auf der Toga. Ich bin blau wie das Meer. Daniel! Wie ein Bordgeschütz und dichter als ein jedenfalls, da sehen wir gerade. Ohne Blitz fotografieren. Wir sind jetzt zumindest in der Nacht schon unterwegs, man sieht jetzt kaum noch was. Obwohl, wir sehen, da geht noch ganz schön viel, aber ich glaube, auf dem Video sieht es viel schlimmer aus. Jedenfalls sehen wir gerade, da so ein Schiff vorbeifahren. Das hat wahrscheinlich einen Flettnerrotor. Man sieht sich einfach gar nicht. Habe ich mir schon gedacht. Einfach nur alles schwarz. Man sieht die Bildschirme. Toll. Aber ich habe versucht zu filmen, ist doch gut. Ich gebe mir Mühe. Hast du nicht irgendwie die Nachteinstellung, dass die Linse komplett offen ist? Na, ist sie ja schon. Die Linse ist auf 3,6, mehr geht nicht und 1600er ISO. Dann ist Feierabend. Aber hier sieht man auch ein bisschen was. Ist natürlich cool. Sieht natürlich schön aus. Gerade noch ein bisschen Sonnenuntergang. Der Himmel ist schön blau. Also auf dem Video. Ja. Und dann fahren wir gleich Cuxhaven an. Oh, hier ist die nächste Tonne. Ja, da sieht man natürlich, wie gut man die sieht. Auf jeden Fall sieht man sie blinken. Toll. So. Und wir sind natürlich rasend schnell unterwegs mit voller Besegelung und Motor auf 1600 Umdrehungen. Ich sehe da hinten was Grünes blinken. Nee, da vorne, gerade auf. Die blinkt da durchgängig. Müssen wir nicht langsam bei der... Licht am Horizont? Wir müssen doch langsam bei der Anfahrt sein, oder? Nee, noch ein Stück. Aber wir können bald mal crossen. Oh? Wir können bald mal das crossen. Ja, von dem Ding hier. Ein bisschen Kraft ist hier drauf. Ich glaube, ich hoffe mich mal hin, bevor ich noch eine geflankt kriege von dem Segel. Naja, gut. Okay. In Cuxhaven sind wir auch nicht lang geblieben. Da ist der Dreh- und Angelpunkt, wenn man auf die Nordsee will. Da waren wir dann auch nicht das erste Mal. Morgens ging es gleich weiter und wir machen uns auf den Weg nach Helgoland. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Helgoland. Läuft alles ganz gut. Leon ist gerade am Fahren, wie man sieht. Ach, den kriegen wir noch bereit für das Ganze. Naja. Nicht naja. Wir haben auf jeden Fall Wind von Achtern. Das ja okay, ne? Aber ja, das fühlt sich immer beim dem Mittenwindkurs auch ganz schön wenig an. Aber das ist
Ich denke mal, wenn wir bei Neuwerk vorbei sind, spätestens dann noch nach Motor mal raus. Durch die untiefe Stelle haben wir schon geschafft. Ja. Gerade fahren wir mit Navionics. Ich habe dann nämlich so ein Probe, aber abgeschlossen. Weil NV-Charts, die Wichser, haben. Man kann die alten Karten nicht mehr benutzen. Und ich wollte jetzt nicht unbedingt alle Karten nochmal neu kaufen. Hey, what's up, guys? Ja, not so much, not so much. Daniel macht gerade Frühstück. Der Smoothie vom Dienst. Ja, es riecht jetzt hier die ganze Zeit nach Essen. Wir sind hier schön am Segeln, hören Pirates of the Caribbean, die Titelmelodie und ja, kann man machen, ne? Das schönes Wetter ist ja auch, Gott sei Dank. Also, ja. Das wird ein ganz cooler Segelstrip, denke ich noch heute. Nicht? Also, Kurs beibehalten. Welcher Kurs liegt an? 330 Grad haben wir gerade. Okay, beibehalten. Ja. 315. Was denn jetzt, 330 oder 350? Nee. Das ist schon ein Unterschied. 330 fahren wir, 315 sagt, soll ich fahren. Wenn du jetzt über einen großen Teich fährst, dann kann es schon sein, dass du entweder dann in Chile ankommst oder in New York. Ja, ja, halt aber wir fahren nicht über den großen Teich, wir fahren über den kleinen Teich. Okay. Dann kommt wieder Untiefe. Ja, aber ich glaube 15 Meter Tiefgang haben wir auch nicht. Ab sofort sehen wir unser Ziel. Helgoland. Aber das ist auch eine Kamera. Doch. Vielleicht schon. Also es ist noch in weiter Ferne. Aber immerhin sehen wir jetzt wieder ein bisschen Land. Gut, es hat ja auch nicht lange gedauert. Leon scheint jetzt ganz gechillt zu sein. Er wartet bloß darauf, dass er wieder Musik da machen kann, glaube ich. Er ist eisern an Steuern und fragt sich schon, wann das nächste Bier endlich mal auf dem Tisch steht. Ja, sicher. So, und dann gehen wir mal runter. Zum Smoothie. Hey, what's up, guys? Fuck. My eyes are totally blind because I was chopping onions because I'm preparing goulash for guys for the dinner. So let me smoke one cigarette and then we could move to the kitchen. Ah, okay. Und wieder herzlich willkommen bei der Trap Boat Kitchen hier auf der Shanty 3. Hinter mir steht diesmal wieder What's up? Hello, der guys. Daniel, Welcome to the der... kitchen. Oh, sorry. Yeah, Daniel, what do you want to cook today? So I'm preparing a goulash. It's a soup, kind of soup. I think From the every German pork knows beef, goulash. Of course, everyone knows it. And I'm preparing like from the pork beef. What is important to drink in the kitchen, so you should have something with you. And yeah, how do you do it? So at first you have to chop onions, like a lot, so much onions, and then you have to fry them, but slowly until it will be yellow, like gold. And then you put some paprika seasoning here, and then meat, and then a little bit of water. Of what? Of water. Water. Yeah, a little Okay. bit. Russia? Then we have to let it like boiling for 2 hours. It depends on the meat, like which type of meat we have. Okay. So I bring from my country this seasoning. We are using it very often. Versuch's ja! Usually I put it on the meat, but it has to be like 24 hours before. But yesterday I forgot. So but we decided in the evening that tomorrow I will cooking this goulash. So never mind. Also while sailing, it's Yes, also while selling, it's also like Ich dachte, weil du bist jetzt das Brot versucht quite a auszuhalten. challenge for me to cook it and prepare it here. It's like first time for me. Some sailing trip. Before I didn't have like some experiences. So I'm I'm doing my best. Also, you should remember, it's every time very important to drink, because we are on the North Sea, we have very dry air and it's very salty. Of course. So you have to drink very much. Yes. And also beer. Also beer. So, was läuft da draußen? Kampf mit dem Ruder. Habt ihr schon Bock auf Gulasch? Oh ja. Oh, geht noch.
Wird wahrscheinlich auch erst fertig sein, wenn wir angekommen sind. Na, keine Sorge, voll befallen Vogel. Ein Vogel? Ja, da sitzt er. Okay. Du bist auch so ein Vogel. Das sowieso. Man sieht auf jeden Fall deinen Kopf nicht. Ah, guck mal hier. Hallöle. Kano, wir brauchen mal einen Kescher. Der ist Vogel zum Abend. Hinten. Ja, Luke. Komm mal raus. We are at the moment slowly moly selling because there's not so much wind on the North Sea at the moment. It's a pity that people they cannot smell it because. So like in 2 minutes we have to add meat. After meat it's time to add this and then a little bit of water. And then we have to wait. Okay. There's 1 kilo of meat. Yes, I use everything, so it was 1 kilo. But what is most important, keep yourself hydrated. Pretlak, Paradajkový pretlak. Also erstmal muss ich jetzt sagen, wir mussten die Maschine wieder anschmeißen, weil der Wind einfach viel zu doll nachgelassen hat und wir wollen mal irgendwann noch in Helgoland ankommen. Und Daniel macht jetzt weiter bei der Trap Boat Kitchen mit dem Gulasch. Ja, was gibt's da Neues? Behind the camera I put this, but it was necessary to put it. Oh, so we didn't have the opportunity to record it, but now it's time to add some wine, a little bit of red wine. We use it. Has it to be special wine or only No, it red has to wine? be like red wine, but in our country sometimes we put a little bit of vodka or for example. What the fuck in a beer? The goulash, but someone puts the vodka, but me, I like borovička, so I usually put this. A little bit wine, the goulash, and a little bit for me. So now Should I put it back for first time? Now I want to like devaporize the wine from it and to get on it like the taste to meat. So now I have to. Leider mussten wir jetzt so feststellen, dass hier eine tote Seerobbe rumschwimmt. Ach ja, wer weiß, was den armen Geschöpf passiert ist. Wir sind jetzt auf Helgoland angekommen und ja, der Gulasch ist genauso fertig wie wir. Nein, eigentlich nicht. Das glaube ich nicht, aber es sieht gut aus. Ich habe schon Bock. Ich muss jetzt bloß noch warten, bis Leon endlich mal von der Toilette wiederkommt.
Turn around. Das war jetzt der einfachste Teil der Reise. Beim nächsten Mal nehmen wir Kurs auf Sylt, bei ordentlich Westwind. Und dieser Kanal heißt nicht ohne Grund Disaster Tours. Naja, bleibt gern dran. Vielen Dank, dass ihr das Video bis hierher gesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir gern mit einem Like. Und um künstlich die Kommentare einmal anzuregen, schreibt doch gern mal rein, wann und warum ihr mit dem Segeln angefangen habt. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Dann bis zum nächsten Mal bei Disaster Tours.